Anhand dieses richtig schön großen Prosimonbaum möchte ich euch ganz kurz eine Eigenheit tropischer Regenwälder oder der Bäume tropischer Regenwälder erklären, und zwar Brettwurzeln. Stellt man sich einen Regenwaldbaum vor, hat er doch immer diese riesigen Wurzeln, die mehrere Meter ober dem Stamm ansetzen, runterkommen und sich über den Waldboden ausbreiten. Warum gibt es diese Wurzeln in tropischen Regenwäldern, aber nicht zum Beispiel bei uns in Deutschland? Ganz einfach. Kurz vorweg, diese Brettwurzeln bilden verschiedenste Bäume aus verschiedensten Familien aus. Also es ist kein gemeinsames Merkmal, dass sie irgendwie nah verwandt sind, sondern es hat einfach eine ökologische Funktion. Und zwar haben die Böden tropischer Regenwälder, auch wenn tropische Regenwälder so üppig grün und bunt sind, haben die Böden sehr wenig Nährstoffe. Eben weil hier alles so üppig grün ist, hat der Boden wenig Nährstoffe. Es ist immer warm, es gibt mehr als genug Sonnenlicht und Wasser fällt auch ordentlich was vom Himmel. Das heißt, ja, der einzige limitierende Faktor hier sind eben die Nährstoffe, dadurch, dass das Pflanzenwachstum so üppig ist. Fällt hier ein Blatt auf den Boden, wird das blitzschnell zersetzt. Die Nährstoffe werden von irgendeiner Pflanze aufgenommen und sind wieder im lebenden Organismus gespeichert. Sie bleiben nie lange im Boden. Es gibt auch nichts jahreszeitlich Bedingtes wie bei uns, dass im Herbst auf einmal alle Blätter gleichzeitig runterfallen und eine Riesenmenge an Nährstoffen dem Boden zugeführt wird, sondern es ist immer Stück für Stück. Und deswegen brauchen diese Bäume Brettwurzeln. Die Brettwurzeln stützen sie und durch diese extra Stütze erlaubt es ihnen, ein Wurzelwerk auszubreiten, das sehr flach ist, aber sehr weit reicht. Dadurch kann so ein riesiger Organismus wie eben dieser Prosimonbaum genug Nährstoffe erhalten. Schauen wir uns nämlich mal diese eine Wurzel an. Seht ihr, die geht richtig weit durch den Wald. Hier lang, da durch und ja, ich kann gar nicht bis zum Ende der Wurzel laufen, wird zu dicht. Das sind jetzt schon gute 20 Meter. Das heißt, die Wurzel geht locker 30 Meter vom Baum weit weg. Und das ist nur eine. So hat er eine riesige Fläche, in denen er Nährstoffe aufsammeln kann und sich versorgt. Das heißt, Brettwurzeln erfüllen eine Stützfunktion, um dem Baum zu erlauben, extrem flach zu wurzeln und so die ganzen Nährstoffe, die sich alle an der Oberfläche des Waldbodens für kurze Zeit befinden, aufzunehmen. Ha, Regenwälder.